Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja gesagt, als ich den Cricut Maker gekauft hatte oder als ich den bekommen habe, dass ich den aus einem ganz bestimmten Grund wollte oder aus ein paar verschiedenen Gründen, sagen wir es mal so. Und einer davon war die Print-and-Cut-Funktion, zum Beispiel für Sticker machen, weil der Brother Scan-and-Cut, der hat ja lediglich die Scan-and-Cut-Funktion und da komme ich gleich noch ein bisschen dazu von den Vor- und Nachteilen. Aber heute geht es hauptsächlich darum, wie ihr mit einer größeren Cricut-Maschine Sticker machen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, wir werden Sticker machen. Und zwar will ich euch das zeigen mit einerseits ganz billigen Selbstklebeetiketten, dann dem Printable Vinyl von Cricut und dann dem Printable Stickerpapier. Respektive, das war eigentlich der Plan, als ich angefangen habe mit dem Video. Und ich habe dann leider feststellen müssen, dass das mit dem Printable Stickerpapier nicht funktioniert hat, weil es für meinen Drucker, den ich verwende, einfach zu dick ist. Es hat es nicht durch diese Plastikschicht hier hinten, hat es das nicht richtig durchgezogen. Und von dem her das ganze Design zusammengequetscht. Ich habe es zweimal versucht, somit zweimal teures Papier verschwendet. Funktioniert bei mir mit meinem Drucker nicht. Ihr könnt das für euren Drucker ausprobieren. Ich habe einen HP-Drucker. Naja, das somit nicht, aber die anderen beiden haben funktioniert. Und damit ihr das Ergebnis seht, das hier ist das Stickerpapier und das hier ist das Printable Vinyl. Und ich werde euch zeigen, wie ihr, wenn ihr was selber gezeichnet habt, eben diese weißen Linien machen könnt, damit es eben nicht direkt an den schwarzen Kanten das ausschneidet, sondern da eben ihr hier eine schöne Umrahmung habt. Ich hatte ja schon mal ein Video zum Thema Sticker machen hochgeladen und zwar war es damals mit dem Brother Scan-and-Cut CM900. Wie es der Name sagt, ne, das ist ein Scan-and-Cut. Der Maker und die Cricut Air sind ein Print-and-Cut. Das heißt, wenn ich das ausdrucke mit meinem ganz normalen Drucker, dann macht es schwarze Linien ringsherum und die helfen dann dem Plotter zu erkennen, wo er das Design schneiden muss. Beim Brother Scan-and-Cut drucke ich das mit meinem Drucker aus und dann muss ich das in den Plotter reingeben und der sucht dann auf dem Design, wo die Linien sein könnten. Das funktioniert manchmal aber auch nicht so gut. Hier jetzt habe ich ein Design, was schwarze Kanten hat und ja, dort kann ich auch den Versatz auswählen dann, das heißt, mit wie viel Abstand von den schwarzen Linien er das dann schneidet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Designs habe, ne, wie hier auf diesem Beispiel hier drauf, wo ich keine schwarzen Linien habe, die findet er praktisch nicht. Also für mich war das immer so, naja, mir hat es nicht Spaß gemacht, die Sticker mit dem Gerät zu machen, muss ich ehrlich sagen. Für viele andere Sachen super Gerät, aber für Sticker machen definitiv nicht mein Favorit. Und das war auch einer der Gründe, warum ich den Cricut Maker unbedingt haben wollte. Jetzt nicht nur für das, aber das war mit ein wichtiger Grund für Sticker oder auch Ephemras da drucken und schneiden zu können. Vielleicht hier auch noch zur Info für diejenigen, die einen Brother Plotter haben und zwar nicht den ich habe, den CM900, sondern irgendwas aus der DX-Serie. Da gibt es eine Erweiterung, habe ich gesehen, dass man die kaufen kann, kostet allerdings 25 € und zwar nur dafür, dass es mir eine Markierung druckt, ne, ähnlich wie das, was ich hier, die schwarze Linie habe, druckt es in den Ecken dann eine Markierung, die diese Plotter dann erkennen können und so könnt ihr auch einen Print-and-Cut machen. Aber eben, ihr zahlt zusätzlich nochmal 25 € und es geht nur für die DX-Serie, nicht für die anderen.
von dem her, ja, das war das, was ich euch zum Intro sagen wollte. Und jetzt gucken wir uns an, wie ihr eben genau solche Sticker machen könnt. Wie gesagt, heute geht es darum, wie ihr mit der Print-and-Cut-Funktion vom Cricut Maker, das geht auch mit der Cricut Air, wie ihr da eure Sticker machen könnt. Und ich habe 3 verschiedene Sticker-Paper mal zur Auswahl, um euch da auch so ein bisschen die Unterschiede zu zeigen. Die einfachste, billigste Variante ist, wenn ihr solche Selbstklebeetiketten habt. Da sind 30 Stück drin, ist eine A4-Seite, das heißt, die sind nicht irgendwo geschnitten, sondern es ist wirklich eine komplette A4-Seite. Ich kann die mit dem Inkjet-Printer bedrucken, die für die Schweizer hier, das ist von der Mikro, und da kostet so ein Pack mit 30 Etiketten oder 30 Blatt kostet 6,95 Franken. Von den Einstellungen her werde ich das euch noch zeigen, aber hier schon mal vorneweg, wenn ihr eine Kiss-Cut-Technik macht, das heißt, hinten ist es nicht geschnitten, sondern ich habe nur den Kleber beschnitten und der Rest bleibt ungeschnitten. Das ist die Kiss-Cut-Technik. Und für dieses Papier hier habe ich die Schnittstärke auf eine 125 eingestellt. Wenn ihr es komplett durchschneiden wollt, so dass ihr den Sticker mit der Abdeckfolie habt, dann müsst ihr das ein bisschen stärker einstellen. Hier habe ich die Printable Sticker Paper Materialeinstellung genommen und die schneidet mit einem Druck von 220. Aber ihr seht, ich habe das pro Papier einfach mal ausprobiert. Ich empfehle es euch wirklich auch, bevor ihr da mit irgendwelchen Materialien arbeitet. Testet das mal mit so kleinen Elementen einfach mal aus, welche für je nachdem, wie stark ihr das Messer schon verwendet habt und je nachdem eben für die Beschaffenheit des Papieres, müsst ihr da andere Einstellungen wählen. Also macht da zuerst mal so Testschnitte. Hier eben, das ist ein ganz normales Etikettenpapier. Das heißt, wenn ich da das Papier dann auch löse, zeige ich das hier kurz, dann ist es ein ganz einfaches Papier, was man zerreißen kann. Also hier keine Reißfestigkeit, aber ich kann es mit dem Inkjet-Printer bedrucken. Das eine Papier, mit dem ich ein Beispiel machen werde. Dann das zweite ist das Printable Vinyl Papier. Das ist von Cricut. Hier habt ihr 10 Sheets drin mit 8,5 x 11 Inch oder 21,6 x 28 Zentimeter. Und das ist, es ist massiv, also stärker. Ich kann das praktisch nicht zerreißen. Es ist wirklich Vinyl. Und trotzdem kann ich es eben mit dem Inkjet-Printer bedrucken. Hier für die Kiss-Cut-Technik. Das heißt, ich kann es rauslösen und trotzdem das Papier, die Abdeckung ist nicht durchgeschnitten. Da habe ich die Einstellung für das Kiss-Cut, habe ich eine 107 genommen. Und das hat wirklich super funktioniert. Fürs Ausschneiden, also ich habe es mit mit Printable Sticker Paper Einstellung, die 222, habe ich das geschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es schneidet nicht super schön am Rand. Es franzt so ein bisschen aus. Also bei dem Papier würde ich eher mit der Kiss-Cut-Technik gehen und da ist es auch, also ihr habt vom Material her könnt ihr auswählen Printable Vinyl und dann den Druck, das ist eben ein 107er Druck und der gibt per se auch die Kiss-Cut-Technik. Vom Preis her hier natürlich massiv teurer, weil es ist Vinyl und da sind wir, ich habe bei Amazon, habe ich das gesehen, für 17,60 € für die 10 Blatt. Bestellungen hier in der Schweiz ist immer extrem schwierig. Also ich musste habe ich meine Kontakte bei Cricut angefragt, ob die mir sowas schicken können, weil ich konnte es nirgendwo bestellen. Also
ein bisschen schwierig. Dann das dritte, was ich euch habe, ist das Printable Sticker Paper. Das ist auch Papier, aber ein extrem dickes Papier. Und das ist auch von Cricut und da haben wir 12 Sheets drin, 21,59 cm mal 27,94 cm. Von den Einstellungen her, und auch das könnt ihr mit dem Inkjet Printer bedrucken, da haben wir für die KissCut-Technik, könnt ihr das Printable Sticker Paper nehmen, also so wie die Produktbezeichnung ist. Und was es da macht, es nimmt einen Schnitt oder eine Schnittstärke von 222 und schneidet das wirklich super aus. Wenn ihr das durchschneiden wollt, ich habe es versucht, die höchste Einstellung, die man hinkriegt, sind 350. KissCut hat nicht durchgeschnitten. Und das Einzige, weil das ist echt richtig dick und auch die Abdeckung hinten ist wirklich richtig dick, von dem her das Einzige, wie ihr das hinkriegt, wenn ihr das komplett ausschneiden wollt, ist, dass ihr zweimal schneidet. Das heißt, bei den Einstellungen die 350, aber dann auswählen, zweimal schneiden. Ist halt einfach auch hier, der Rand ist nicht super schön geworden, der steht so ein bisschen hoch. Von dem her würde ich auch bei dem Papier, was eigentlich die Standardeinstellung ist für dieses Sticker Paper, die KissCut-Technik nehmen und eben da dann auswählen Printable Sticker Paper, was mit einem Schneidedruck von 222 geht. Das zu den Papieren, die ich verwenden werde, und das erste Sticker Paper, was ich euch gezeigt habe, oder Etikettenpapier, die billigste Variante quasi, da verwende ich die Light Grip Matte, weil das haftet da wirklich super drauf. Für die anderen zwei nehme ich die Standard Grip Matte, weil das hinten so eine Plastikabdeckung hat, die nicht super auf der Light Grip Matte hält. Von dem her nehme ich da die Standard Grip Matte. So, jetzt bevor wir aber anfangen können mit dem Plotter, brauchen wir irgendwas, was man dann auch in den Cricut Design Space reinnehmen kann. Und da gehen wir kurz aufs iPad. Wie gesagt, wenn ich jeweils zeichne, dann verwende ich Procreate und da habe ich so einen kleinen Panda und Mailhug unten drauf geschrieben. Meine Idee ist, so kleine Kleber zu machen, die ich hinten auf die Briefumschläge machen kann. Und ich gehe hier kurz auf die Hintergrundfarbe, weil die ist im Moment noch weiß. So, nehmen wir Orange. Das seht ihr dann einfach wirklich gut. Und was ich jetzt mache, ich will nicht, dass der Sticker hier überall entlang der Linien schneidet, sondern ich will, dass ich einen weißen Rahmen ringsum habe. Deshalb mache ich hier eine neue Ebene, gebe die unter die Ebene von meinem Motiv, wähle hier einen Pinsel aus, der nehmen wir Kalligrafie und dann Fineliner, also irgendetwas, wo ich eine gute Deckkraft habe. Und was ich bei denen jeweils gucke, ist, dass der Streamline hoch ist, damit ich schöne Kurven bekomme, und dann wähle ich hier Weiß aus. Weil Weiß ist ja so, das wird es nicht drucken, weil der Drucker druckt ja kein Weiß per se, aber Cricut Design Space wird es als Teil des Elementes erkennen. Und von dem her gehe ich jetzt hier einfach entlang und mache hier, so weit wie ich das haben will, einfach einen weißen Rahmen ringsherum. Und hier unten, wo ich den Schriftzug habe, da gehe ich entlang des Schriftzuges und fülle dann den Rest aus.
Es geht einfach darum, dass ich hier dann keine Lücken mehr drin habe. Und jetzt seht ihr, ne, das ist hier wunderbar umrahmt. Könnt ihr so ein bisschen gucken, gefällt euch das Gesamtbild. Hier passt für mich etwas noch nicht so ganz. I guess I'm lonely. I'm starting to grow old and I thought my youth would last forever. Et voilà. Und jetzt, damit Cricut das so erkennt als Datei mit diesem Rahmen drumherum, müsst ihr den Hintergrund ausblenden. Und jetzt seht ihr, ne, das ist hier der Rahmen, den ich dahinter gezeichnet habe und der Teddy selber. Und so kann ich das jetzt bereitstellen, und zwar als PNG, nicht als JPEG. JPEG würde euch das Ganze als Hintergrund weiß ausfüllen, wählt da ein PNG aus. Und dann auf dem Cricut Design Space könnt ihr ganz einfach ein neues Projekt anlegen und da Hochladen auswählen, sagen aus der Fotobibliothek auswählen. Dann könnt ihr das Bild da holen, wo ihr das gespeichert habt, und dann seht ihr auch, ne, das ist die Datei, die er hat, und da brauche ich auch nichts zu bereinigen, sondern kann hier weiter sagen. Glätten brauche ich auch nichts weiter. Dann sage ich hier, nenne ich das Panda Hug. Und zwar will ich nicht die Schnittdatei, sondern ich will hier dieses Bild als Print and Cut. Sage speichern. Und jetzt kann ich da drauf gehen und das einfügen. So, das ist jetzt mein Print and Cut Bild. Jetzt will ich nicht nur einen Panda, sondern ich möchte mehrere pro Blatt haben. Jetzt, um einzustellen, was ihr drucken könnt, müsst ihr Folgendes beachten. Wenn ihr auf die Cricut-Hilfeseite geht zum Beispiel, da seht ihr, der maximale Druckbereich für Projekte des Typs Print, denn Drucken dann schneiden beträgt 23,5 cm mal 17,2 cm. Und deshalb gehe ich jetzt hin und mache mir kurz eine Vorlage, wo ich dem sage, das soll, ich hebe hier kurz die Verbindung auf und sage dem, es soll 17,2 cm in der Breite sein und in der Höhe soll es eben diese 23,5 cm sein. Dann weiß ich, das ist der Platz, den ich verwenden kann, um zu drucken. Und so seht ihr eigentlich schon, mein Panda ist massiv zu groß. Ich nehme den kurz in den Vordergrund. So. Und somit werde ich den jetzt ganz einfach verkleinern, so dass ich die entsprechende Anzahl, die ich haben will, hier platzieren kann. Da gehe ich auf Duplizieren und dupliziere mir den einfach ein paar Mal. So, ich würde sagen, so soll meine Seite aussehen, und dieses Schneiden hier, das kann ich ausblenden. Und jetzt kann ich auf Herstellen gehen. Dann wird euch das Ganze auf dem Canvas angezeigt. Und dann kann ich drucken sagen. Da könntet ihr noch auswählen, ob ihr schwarz-weiß drucken wollt, aber ich werde hier das ganz einfach so drucken. So, ich habe das Ganze jetzt gedruckt, und zwar ist es mit dem Etikettenpapier, hat das wunderbar funktioniert. Das hat hier so einen Rahmen drum gedruckt, das braucht der Plotter, um zu erkennen, wo er dann schneiden muss. Dasselbe mit dem Printable Vinyl hat wunderbar funktioniert, super gedruckt, wirklich, wenn ihr, und da seht ihr dann halt wirklich einen Unterschied, ne? Wenn ihr die Qualität von dem Bild anguckt und das mit der Qualität vergleicht, das ist massiv, ne? Also ich bin echt
erstaunt. Das ist schon, also die Klarheit von diesem Druck auf diesem Printable Vinyl ist beeindruckend, muss ich so zugeben. Das ist das aber, was nicht funktioniert hat, und ich habe es zweimal versucht. Dieses Printable Sticker Paper ist so massiv dick, dass er das nicht richtig durchtransportieren konnte und mir quasi das Bild zusammengedrückt hat. Es hat so einfach nicht funktioniert. Also von dem her muss ich für mich mit dem Drucker, den ich habe, das quasi diese Option abschreiben, weil ich nehme mal an, er hat Mühe hier mit diesem Plastik und durch die Dicke, wo das Ganze hat, das so durchzuziehen. Von dem her werde ich, die sind leider für den Müll, schade für das teure Papier. Und den Rest werde ich dann für eher draufzeichnen. Sehr wahrscheinlich verwenden mit den Stiften. Somit fahren wir mit diesen beiden hier weiter. Dazu brauchen wir den Plotter. Den dünnen Stick oder das Etikettenpapier, da verwende ich die, wie gesagt, die Light Grip Matte, und für das Printable Vinyl nehme ich die Standard Grip Matte, einfach vom Hintergrund her, das klebt da besser drauf. Gehen wir nochmal zurück auf den Design Space. Da könnt ihr jetzt auf Weiter gehen, weil ihr habt ja das Ganze schon ausgedruckt. Und jetzt könnt ihr eben auswählen, was ihr haben wollt. Wie gesagt, das, was ich zuerst schneiden werde, ist das Stickerpapier oder die selbstklebenden Etiketten. Und da will ich einen Kiss-Cut haben. Und deshalb gehe ich hier auf alle Materialien und dann gehe ich runter zu meinen Materialien. Und da habe ich schon einen Kiss-Cut angelegt mit einem 125er Druck. Und jetzt kann ich das Stickerpapier auf die Matte legen, und zwar genauso wie es hier abgebildet ist, das heißt hier in der oberen Ecke, und dann mit der Feinschnittklinge das Schneiden. Was er jetzt zuerst macht, ist, er sucht mit dem Sensor quasi auf dem Papier diesen schwarzen Rand, und das von allen Seiten. Jetzt hat er das Ganze erkannt und fängt dann an zu schneiden. Und wenn er durch ist, gibt er euch die Matte wieder raus. Jetzt machen wir dasselbe noch ein zweites Mal, und diesmal mit der Printable Vinyl. Hier wähle ich jetzt ein anderes Material aus, und zwar gehe ich runter zum Vinyl, und da hat es ganz oben dieses bedruckbare Vinyl, und das erzeugt genau die Kiss-Cut-Technik, weil das verwendet hier nur einen Schneiderdruck von 107, und so kann ich jetzt die Matte auch eingeben, und er wird wieder genau dasselbe machen. Das heißt, er sucht sich diese schwarzen Linien von allen Seiten ab, und erst dann fängt er an zu schneiden. Wenn er fertig ist, könnt ihr das auch rausnehmen, und dann brauchen wir den Plotter schon mal nicht mehr. Vergesst nicht, euer Projekt zu speichern. Und jetzt können wir das Ganze von der Matte lösen. Hier immer nicht das Papier biegen, sondern die Matte biegen. Gerade so bei Stickern auch wichtig. So, und was wir dann machen können, ist hier kurz mit dem Hebelschneider oder Schere oder was für immer ihr für ein Schneidewerkzeug habt, könnt ihr entlang dieser schwarzen Kanten das abschneiden.
Das habe ich hier kurz gemacht mit dem Hebelschneider und um euch die Kiss-Cut-Technik hinten ist es bei beiden nicht durchgeschnitten, aber wenn ihr das dann hochhebt, dann habt ihr hier, ihr seht, das Muster ist jetzt wirklich perfekt ausgeschnitten und so habt ihr einen schönen Sticker hier auch wunderbar ums Wort herum geschnitten. Ich habe das hier kurz auf ein schwarzes Stück Farbkarton geklebt, damit ihr das gut erkennt. Ne? Das ist das Etikettenpapier. Und auch hier beim Printable Vinyl hat das mit dem Schneiden wunderbar funktioniert. Und ihr merkt halt eben auch von der Qualität, ne? Das, also, ja, es ist ein massiver Preisunterschied, aber ihr kriegt hier auch echt wirklich was für den Preis. Ich dachte, ich muss zugeben, ich dachte so, als ich das gekriegt habe oder mir den Preis angeguckt habe, dachte ich so, ich weiß ja nicht, also das ist schon ziemlich teuer für so ein Stück Papier oder Vinyl. Aber wenn ihr euch hier die Qualität anguckt von diesem Druck, ich finde es abartig. Nehmt das normale Stickerpapier. Schon ein Unterschied erkennbar. Und ihr seht, es hat wirklich super schön geschnitten. Ein bisschen Rückstände drauf, jetzt gerade auf schwarz. Aber die kann man wunderbar wegwischen. Und dann habt ihr hier wunderbar eure eigens gemachten Sticker. Gerade wenn ihr selber solche Sachen zeichnet, ne? Und das habe ich euch gar nicht gesagt. Wenn ihr euch wundert, wie man sowas zeichnen kann, da mache ich euch oben auch kurz den Link. Da gibt es von BJ Dell Pinsel, die, wenn man jetzt nicht weiß, wie man solche Sachen zeichnet, wunderbar sind und man da einfache solche Figuren zeichnen kann. Die habe ich ja also diesen kleinen Panda-Bären habe ich mit diesen Pinseln gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Und ansonsten war es das für heute. Eigentlich wollte ich euch 3 zeigen, ne? Aber wie wir gesehen haben, hat das so nicht so ganz funktioniert. Von dem her diese 2 als Variante. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! I need you.